So, was haben wir denn jetzt noch an angeblichen Horrorgeschichten hier? Ah ja, Lagerfeuer des Grauens. Das klingt doch ungefähr so wie die Horrorfilme aus der Zeit um die erste Dokumentation über mich. Also diese schönen Filme voll mit Sex, Drogen und Gewalt. Na, dann hören wir doch einfach mal rein, was dieser Nick Utzenrath jetzt schon wieder vertappt hat. Band ab. Lagerfeuer des Grauens. Sophie, Mark und Lars saßen um ein Lagerfeuer auf Langdütjen 1. Es war die Nacht vor Halloween und sie wollten den Abend draußen genießen. Aber langsam wurde es ihnen doch etwas langweilig. Da kam Sophie eine Idee. Leute, hört mal, wir alle kennen doch gruselige Geschichten. Warum erzählen wir uns einfach nicht gegenseitig welche? Der Handyempfang ist eh nicht so berauschend. Stimmt, bevor wir aus Langeweile einschlafen, können wir auch das machen. Welches Motto nehmen wir denn? Auf jeden Fall etwas Gruseliges. Wie wäre es mit Menschen, die nicht sterben können? Stimmt, da habe ich etwas. Eine Geschichte, die sogar zum Teil hier auf Langlütjen spielt und wahrscheinlich sogar echt ist. Es war einmal ein Mann mit Depressionen. Der hatte zufällig hier ganz in der Nähe gewohnt und versuchte zur Ruhe zu kommen. Aber seine Psyche war schon so kaputt, dass es ihm nicht mehr möglich war. Also versuchte er sich umzubringen. Aber für den Strick fehlte ihm der Mut. Er war schon so fertig, dass ihm für alles Mögliche der Mut fehlte. Also setzte er sich im Sommer hier hin, wartete auf die Flut und sprang in die Weser. Nur leider hatte er nicht damit gerechnet, dass die Weser zum Teil so flach ist, und so wurde er da hinten, am Ende vom Kai, auf eine Sandbank gespült, wo ihn der Zoll wieder abholte und er in die Klapse gebracht wurde. Aber seine Krankheit verschlimmerte sich und es kam eine neue hinzu, durch die er noch weniger Ruhe hatte. Er kam zurück und stürzte sich wieder in die Weser. Und dieses Mal wurde er abgetrieben, am Kai vorbei, an den Seehunden vorbei, bis fast in die Nordsee. Weit hinten ist eine leuchtende Boje. Er hatte vorher schon versucht, sich an Bojen zu klammern, wo er doch überleben und deswegen zurückschwimmen wollte. Aber es hatte nicht funktioniert. Es war gerade der Wechsel zwischen Ebbe und Flut und langsam ging ihm die Kraft aus. Aber er trieb einigermaßen auf der Stelle und rief den vorbeifahrenden Schiffen auf Deutsch, Englisch, Finnisch und was ihm sonst noch so einfiel, Hilferufe zu. Aber niemand hörte ihn. Irgendwann nahm er dann seine letzte Kraft zusammen und schwamm wieder Richtung Langlütjen. Aber er konnte die Insel nicht mehr erkennen. Also versuchte er in Bremerhaven wieder an den Kai zu klettern. Und mit Hilfe eines Seehundes, der um ihn herumschwamm, schaffte er es irgendwie und kletterte mitten in der Nacht kraftlos die lange Leiter hinauf und wurde splitterfasernackt aufgegriffen. Aber das Krankenhaus schickte ihn nicht in die Klapse, sondern sie warfen ihn morgens um 6:30 aus dem Gebäude. Und seitdem ist er immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit oder seitdem hofft er immer noch, dass es besser werden würde. Aber was aus ihm geworden ist, weiß niemand. Die Geschichte ist jetzt nicht so schlecht, aber hört euch mal das an. Es gab einen Typen, der so kaputt war. Der war in Süddeutschland in einer Klapse. Aber er wurde immer fertiger und ließ sich trotzdem entlassen.
Er war schon so lange da, dass die Klinik dachte, dass er da wohnen wollte. Und sie entließen ihn, obwohl sie von den anderen Patienten gewarnt wurden, dass der Typ sich draußen umbringen wollte, weil er versprochen hatte, sich nicht in der Klinik umzubringen. Kaum war er draußen, da versteckte er seine Sachen in einem Gebüsch. Es war nicht viel, denn er war zu der Zeit obdachlos, und er legte sich an die Isar, um zu erfrieren, und hörte sich Musik an und wartete und wartete und wartete. Die Menschen, die vorbeikamen, beachteten ihn nicht groß, und sein Körper wurde kälter und kälter. Aber es machte ihm nichts aus. Er wollte es ja sogar so. Aber irgendwann wurde es ihm zu langweilig, und er dachte, es wird eh nicht klappen, und er suchte sich doch Hilfe in einem Krankenhaus in der Nähe. Er konnte nicht mehr richtig laufen und vernünftig sprechen. So nah war er dem Tode. Aber irgendwie schaffte er es doch und kam mit einer Temperatur von 34,1 Grad in der Klinik an, die ihn weiter in die Klapse brachte. Nur noch wenige Zeit später hätte er da liegen müssen, und er wäre wie viele erfroren. Ach, das klingt ja alles ganz gut für Halloween, aber hört euch das mal an. Die Geschichte, die ich euch erzähle, die spielt in Lübeck. Und der Mensch, das ist jemand, der nach langer Zeit zurückkam und kaum noch Kontakte in seiner Heimatstadt hatte. Aus diesem Grund landete er auch in einer Obdachlosenunterkunft zwischen Junkies und anderen. Und alle paar Tage kam die Polizei wegen Streitereien. Und als er es nicht mehr aushielt, ging er in einen Laden und kaufte sich Frostschutzmittel, was höchst giftig war und schlecht schmeckte. Danach ging er in den nächsten 2 Tagen in einen Wald und an einen Sportplatz, machte die Musik an und besoff sich, um das Frostschutzmittel runterzuwürgen. Und er schaffte es. Nach 2 Tagen hatte er genug Frostschutzmittel intus, und es zerfraß ihm die Gedärme. Der andere in seinem Zimmer hatte schon gemerkt, dass etwas nicht stimmte, und er rief die Wache, die sofort den Krankenwagen riefen. Aber sein Plan ging auf. Noch im Krankenwagen hatte das Frostschutzmittel sich so weit durch seinen Körper gefressen, dass er starb. Aber er kam wieder zurück, und am 3. Tag öffnete er wieder seine Augen. Ein paar Monate später verließ er Lübeck, und keiner weiß, wo er gelandet ist. Aber Gerüchten zufolge kann man ihn zwischen Lütjenseel und Grotenseel gelegentlich nachts am Deich langlaufen und den Mond anschauen sehen. Und wenn es neblig wird, hört man ihn leise die Morität von Mackie Messer singen oder summen. Und wenn er zu viel frisst, dann kommt der Geruch durch seine Gedärme nach draußen, und er findet keine Ruhe, während er versucht, neue Selbstmordpläne zu erfinden. Und damit ist Schluss mit den Gute-Nacht-Geschichten für Kleinkinder. Meine Fresse. Wo sind denn die guten alten Serienmörder, wenn man sie braucht? Egal. Die Sendezeit ist ja beinahe vorbei. Die Geschichten sind auserzählt. Und ich habe ehrlich gesagt wirklich den Eindruck, dass jede Stunde, die dieser Typ hier am Mikrofon ist, eine schlimme Stunde ist. Aber ich habe da auch noch etwas von euch vorbereitet. Und zwar ein kleines Abschiedsgedicht. Die Sendezeit geht dem Ende zu. Ich schicke den Moderator bald zur Ruhe. Und dann mache ich mich an die Frauen an, denn wenn es eins gibt, was Beetlejuice kann. An dieser Stelle muss das leider beendet werden, das aktuelle Programm. Denn wir nähern uns
dem Ende der Sendezeit, beziehungsweise sind schon beinahe drüber. Ich als Redaktionsassistenz, die den Sender verlässt, bedanke mich fürs Zuhören. Außerdem bin ich der Sendeverantwortliche, der auch mit der Beetlejuice-Stimme zu euch gesprochen hat, und wünsche euch jetzt noch ein schönes Halloween. Viel Spaß dabei. Und für alle, die jetzt lieber schlafen gehen wollen, gibt es zum Abschluss noch ein Schlaflied. Macht's gut.